Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute endlich Teil 2 von meiner großen Forensik-Reihe, wo es darum geht, Smartphones zu knacken. Ich habe ja mit der Kriminalpolizei geredet und wir haben da über Mobile Forensik geredet. Ich wollte das Ganze mal nachstellen. Ja, nachdem wir im letzten Teil das Smartphone auseinandergenommen haben, die geheimen Testpunkte ermittelt haben und die Software hergerichtet haben, können wir heute schauen, ob wir jetzt heute alles zusammenspielen lassen können und tatsächlich die Extraktion erfolgreich durchführen können. Ja, ob der geheime Bootmodus funktioniert, ob der Exploit funktioniert, ob wir extrahieren können und ob wir letztendlich auch noch die Daten knacken und entschlüsseln können, das schauen wir uns jetzt nach dem Intro an. Ja, mein Testgerät liegt bereits bereit und wir werden jetzt versuchen, mit der Forensik-Software und dem entsprechenden Exploit hier die Gerätedaten zu extrahieren. Ob das Ganze funktioniert, schauen wir es uns an. Let's go! Ja, das Forensik-Tool ist gestartet und wir werden jetzt hier das Testgerät mit dem speziellen Modus booten. Dazu halten wir jetzt hier den Testpunkt entsprechend, wie ich es auch im letzten Video schon mal erklärt habe, fest und stecken dann unten entsprechend das USB-Kabel ein und dann hoffen wir, dass das Gerät entsprechend erkannt wird. Ja, wenn wir im Gerätemanager schauen, sehen wir jetzt hier auch schon, dass wir hier das Huawei USB COM1 Gerät haben. Damit haben wir sichergestellt, dass das Gerät in dem speziellen seriellen USB-Modus gestartet ist und jetzt verbindet sich auch das Gerät mit der Forensik-Software. Ja, und der Extraktionsvorgang startet. Ja, das war doch wirklich sehr überraschend einfach. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, nachdem wir doch hier so viele Stolpersteine am Anfang hatten, dass jetzt hier dieser Extraktionsvorgang tatsächlich relativ reibungslos gestartet ist. Die Extraktion, muss ich dazu sagen, dauert sehr, sehr lang. Hier für 128 GB dauert das Ganze mindestens 2 bis 3 Stunden, bis der Extraktionsvorgang fertiggestellt ist. Ich möchte euch hier nicht so lange warten lassen, aber es gibt noch einen interessanten Punkt und zwar generiert das Forensik-Tool einen Log und in dem Log können wir mal so Stück für Stück sehr interessante Stellen anschauen, insbesondere dort, wo der Exploit-Vorgang startet und wie hier Stück für Stück das Gerät geknackt wird. Also lasst uns mal schauen, in der Zeit, wo hier die Extraktion stattfindet, ja, was wir hier an interessanten Informationen dem Log entnehmen können. Ja, im Log hier sehen wir, wie er erstmal die ganzen Sachen vorbereitet. Wir haben hier unser Mate 10 Pro im Porsche Design, setzt hier die Pfade, wo dann die entsprechend extrahierten Daten abgelegt werden und wir sehen hier, dass er eine entsprechende Payload vorbereitet hat. Und zwar ist das hier für den besagten Kirin-Prozessor, für den K79 eine spezielle binäre Payload, die dazu führt, dass wir hier auf Low-Level-Ebene die Daten extrahieren können. Wir schauen auch mal ein bisschen weiter runter und das ist dann der erste Schritt, wo wir tatsächlich diesen Exploit-Vorgang in diesem Serial COM Mode durchführen. Wir sehen hier auch nochmal die erste Stage, wo wir darauf aufgefordert werden, das Gerät mit dem USB-Kabel zu verbinden und er wartet an der Stelle, bis sich das Gerät verbunden hat. An der Stelle jetzt hier als nächstes hat sich dann das Gerät verbunden und er führt den Verbindungsexploit aus. Wir sehen hier, er sendet hier das allererste Paket, er bekommt hier die entsprechende Antwort und er startet den Upload-Prozess der Payload. Das Ganze passiert über eine Lücke in diesem Chip, über ein Boot-ROM-Exploit, nennen wir es mal so. Und er schiebt jetzt hier in kleinen Päckchen jeweils die Payload rüber. Wir sehen hier, sehen wir noch die Binärdaten, da geht es weiter und er teilt das hier auf die vielen, vielen Pakete auf. Das Ganze macht er dann in mehreren Phasen. Wir schauen mal hier weiter, bis wir sehen, wo diese erste Phase beendet ist.
Ja, hier geht es noch weiter. Wir sind mittlerweile bei über 100 Paketen angelangt. So, und das ist jetzt hier die Stelle, wo die erste Payload erfolgreich übertragen worden ist. Ja, nachdem er hier die erste Payload übertragen hat, baut er eine neue Verbindung auf. Er sendet dann nochmal den Loader und der Loader ist dann der auch hier den entsprechenden Dump ausführt. Passiert fast genauso in einem nächsten Vorgang. Senden wir jetzt hier wieder den Loader in einzelnen Stückchen rüber auf das Gerät. Schauen wir mal. Und wir sehen jetzt hier, das hat jetzt nicht so lang gedauert. Das waren jetzt nur 36 Päckchen, der Loader deutlich kleiner und wir haben den erfolgreich aufs Gerät übertragen. Danach, wenn der Loader drauf ist, wird der Loader ausgeführt. Als nächstes lädt er dann hier nochmal was hoch, fragt mich nicht genau, was er dann in der dritten Phase, nachdem er den Loader ausführt, jetzt hier auch noch hochlädt. Da lädt er jetzt hier auch nochmal einen kleinen Paketsatz hoch und wir müssen mal schauen. Das geht jetzt bis hierher. So, und danach ist der Exploit beendet. Er geht hier mit Leave raus. Ja, und an der Stelle startet ab jetzt die Decryption von der Partition. Das heißt nicht Decryption in dem Sinne, weil die Daten liegen hier in verschlüsselter Form vor, aber das ist der Beginn, jetzt hier päckchenweise aus dem Speicher Block für Block rauszulesen. Und das dauert sehr lang. Wir scrollen hier mal durch diese endlose Paketliste und wir sehen hier, wie er hier sämtliche Pakete rausliest. Ich kann hier gar nicht so lang scrollen, so lang ist die Liste. Ich schaue hier nochmal ganz nach unten in das Log. Ja, 1 Million Jahre später ist er hier fertig. Er lieft und das Wichtigste ist hier Extraction State Complete. Er ist fertig, er hat alles abgespeichert, er hat jetzt hier die ganzen Daten zurückgeschrieben und geht somit raus und dann habe ich die Anwendung geschlossen. Ja, soweit ganz kurz und ganz grob der Exploit-Vorgang hier auf dem Kirin-Chip. Ja, das war doch mal wirklich ein sehr interessantes Log, wo man wirklich gesehen hat, wie so Schritt für Schritt so ein Exploit-Vorgang abläuft. Mittlerweile, ihr habt es auch im Log gesehen, ist der Extraktionsvorgang bereits fertig und ich zeige euch hier nochmal die letzten Sekunden vom Extraktionsvorgang, was da passiert. Ja, hier zeige ich euch die letzten Sekunden vom Extraktionsvorgang. Wir sehen, wir haben hier fast das vollständige Image extrahiert und im letzten Schritt werden dann zusätzlich danach auch nochmal die Hashes berechnet, dass das Image auch in sich integer ist und ganz zum Schluss, wir sehen es hier unten, kommt noch ein weiterer Schritt und zwar werden hier noch notwendige Hardware-Schlüssel vom Gerät extrahiert, denn diese Hardware-Schlüssel ganz zum Schluss, die sind notwendig, um ein Brute-Force-Vorgang dann auf unser Entsperrmuster zu machen. Ja, welche Daten wir hier extrahiert haben, da werfen wir gleich nochmal einen separaten Blick drauf und dann seht ihr auch, von welchen Schlüsseln ich hier rede. Ja, bevor wir uns jetzt an den letzten Schritt machen, denn wir müssen jetzt die extrahierten Daten versuchen zu entschlüsseln. Aber dazu schauen wir uns nochmal an, was wir jetzt hier tatsächlich vorliegen haben. Also unsere Rohdaten, mit denen dann tatsächlich hier das Forensik-Tool die Extraktion entschlüsselt. Ja, hier haben wir nochmal die Dateien, die jetzt letztendlich unser Forensik-Tool extrahiert hat. Die Log-Datei, oder hier habe ich 2 davon, weil ich habe das Ganze jetzt zweimal durchgeführt, die haben wir ja schon angeschaut, aber interessant ist jetzt tatsächlich, was hier für Daten alle da sind. Erstmal gibt es hier so eine ganz allgemeine Datei, ich mache die hier mal auf, die sagt uns hier, was haben wir überhaupt für ein Image. Wir haben ein Android-Image, mit der Kirin-Methode haben wir das Ganze extrahiert, welche Version das Ganze war, wie das Gerät hieß
und was wir hier überhaupt für Dateien extrahiert haben. Wir sehen hier, das ist erstmal die Hauptdatei, die User Data Bin. Ja, das ist der komplett verschlüsselte Speicher von dem Gerät. 127 GB ist im Prinzip das komplette Gerät. Und ja, noch ein paar Hash-Werte. Ja, und was ganz interessant ist oder was essentiell ist, ist dieses Keyback-File. Ja, im letzten Schritt werden nämlich noch die Hardware-Schlüssel extrahiert, die wir brauchen, um den entsprechenden Passcode zurückzurechnen, der uns dann hier dieses Image entsperren kann. Ja, wenn wir hier mal in die Keys.json reinschauen, sehen wir hier an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, wenn wir hier mal in die Keys.json reinschauen, sehen wir hier ewig große Passwort-Hashes und die uns gerade beim Entsperrmuster am meisten beschäftigen, beziehungsweise die das Tool auf jeden Fall braucht, sind hier die Bereiche, die mit Synthetic Password gekennzeichnet sind. Denn synthetische Passwörter werden immer dann erzeugt, wenn wir entsprechende Entsperrmuster auf Android-Geräten benutzen. Denn auch ein synthetisches Passwort ist im Prinzip ein echtes Passwort, was auf Basis dieser Wischpunkte im Prinzip im Hintergrund generiert wird. Und hier der Synthetic Password Secret Key, das ist dann der Passkey, den wir unter Zuhilfenahme der anderen Hashes hier dann letztendlich im letzten Schritt zurückrechnen können. Das ist natürlich mit extremem Rechenaufwand verbunden und ob wir hier erfolgreich sind, naja, schauen wir mal. Ja, das waren die Daten, die große Dump-Datei und unser Schlüsselmaterial und mit dem werden wir jetzt hier die Entschlüsselung starten. Let's go! Ja, nachdem ich hier das extrahierte Backup ausgewählt habe und auf Kennwort Wiederherstellung geklickt hat, fängt er an, jetzt hier das Backup zu recovern. Er versucht jetzt hier über 4, 5 oder 6-stellige Pins, als auch Pattern mit bis zu 9 Punkten, hier das Ganze wiederherzustellen. Ja, das Wiederherstellen macht er mit Brute Force und das kann jetzt hier wirklich sehr, sehr lang dauern. Der Mac fängt hier auch schon ziemlich zum Schnaufen an, denn er läuft jetzt hier schon nebenbei unter Volllast, während er hier noch sagt, dass er eigentlich gerade hochfährt. Ja, hier oben rechts im Task Manager von Windows sehen wir das Passware Kit Forensic. Das ist ein Untermodul von Oxygen Forensic. Ich habe es hier auch nochmal auf dem Desktop liegen. Bereits den Steuerprozess und 4 Child-Prozesse gestartet hat, um hier mit 4 Threads gleichzeitig dann das Passwort zu knacken, beziehungsweise das Bildschirmpattern rückzurechnen. Aus dem Bildschirmpattern, wenn das Ganze zurückgerechnet wird, dann ergibt sich ein sehr kryptisches Passwort und wenn wir dieses Passwort über die Rückberechnung dann hier an der Stelle eingeben, dann können wir das komplette gedumpte Image von diesem Android-Gerät entschlüsseln. Ja, was soll ich sagen? Ich habe das Ganze jetzt hier an der Stelle mal abgebrochen. Kurz zur Erklärung. Ja, ich habe den Brute Force Vorgang hier mal einige Tage im Hintergrund laufen lassen. Doch das Ganze war sehr ernüchternd, denn es hat bei mir definitiv an der nötigen Rechenpower gescheitert. Denn die Schlüsselrückrechnung mit den entsprechend extrahierten Hardware-Keys ist extrem rechenaufwendig. Also ich kann es mit meiner normalen Heimtechnik hier nicht knacken. Ich gehe aber mal davon aus, dass Ermittlungsbehörden, Kriminalpolizei, Geheimdienste hier wirklich starke Rechenpower im Hintergrund haben, eigene Rechenzentren betreiben, die dann diese Brute Force Aufgaben auch entsprechend performant lösen können.
Forensik-Software wie hier die von Oxygen, die liefert auch Multiplatz-Lizenzen aus. Das heißt, Sie können hier auf mehrere Cluster entsprechend die Rechenlast parallel verteilen, sodass hier wirklich theoretisch, wenn man die entsprechenden Ressourcen hat, in relativ kurzer Zeit genau diese Entschlüsselung von dem Schlüsselmaterial erfolgen kann. Wenn man dann wie hier in meinem Beispiel dann den entsprechenden synthetischen Passcode rückgerechnet hat, würde man den hier im Passcode-Feld entsprechend eingeben und das Handy ist komplett entschlüsselt. Ja, eine Frage, die ihr euch sicher noch stellt: Was ist, wenn die Tools nicht erfolgreich sind? Dann wird einfach das Handy in die Schublade gelegt. Das heißt, in der Asservatenkammer wird das Gerät so lange aufbewahrt, bis es hier entsprechende neue Exploits und Angriffsvektoren gibt. Ja, ich habe mich ja mit Kollegen von der Kriminalpolizei unterhalten und da haben wir uns auch eben über das Knacken von so Handys unterhalten und es gibt immer wieder bestimmte Softwareversionen, die aktuell nicht geknackt werden können. Da wird dann einfach entsprechend gewartet und wie zum Beispiel jetzt gerade aktuell, zu dem Video gibt es eine neue USB-Schwachstelle in den iPhones XS, XR und 11. Ja, und das ist dann zum Beispiel so ein perfekter Zeitpunkt, wo dann wieder Forensik-Tools drauf zugreifen und dann neue Angriffsvektoren finden, um dann spätestens jetzt wieder Geräte knacken zu können. Ja, ob das ganze Vorgehen hier im Sinn der Hersteller ist, das sei mal dahingestellt. Böse Zungen sagen ja immer, die Hersteller bauen ganz bewusst Hintertüren für die Geheimdienste ein. Andere sagen wiederum, nein, die Hersteller versuchen jede Sicherheitslücke hier auch sofort zu schließen. Ob das Ganze so ist, ich kann es euch nicht sagen. Mein Gefühl sagt schon, dass die Hersteller hier versuchen, entsprechend immer wieder die Sicherheitslatte höher zu legen. Wir haben ja hier verschiedene Methoden mittlerweile, gerade wenn wir unter iOS schauen, verschiedenste Hardware-Sicherheitsmaßnahmen. Ja, wir haben ja bereits vor einiger Zeit den USB-Restricted Mode eingeführt, wo bestimmte USB-Commons nach einer gewissen Zeit nicht mehr laufen. Ja, wir haben Auto-Reboot, dass eventuell vorhandene Schlüssel im RAM verworfen werden, die nach einem Neustart quasi weg sind und. Wir haben ja verschiedenste Techniken, um genau solchen Angriffsvektoren oder solchen Entsperrboxen, die es ja auch noch gibt, hier entgegenzuwirken. Auch wenn ich hier nicht zu 100% erfolgreich war, fand ich das wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, lasst mir auch gerne eure Gedanken zu dem Thema da, gerne unten rein in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch schon mal gute oder schlechte Erfahrungen hier gemacht, was das Thema Forensik im Mobile-Bereich anbelangt. Ja, ich habe auch gesagt, es gibt immer wieder neue Angriffsvektoren. Noch relativ aktuell der DarkSword-Exploit unter iOS. Den habe ich mir schon fest vorgenommen, auch mal in einem neuen Video anzuschauen. Ja, und zwar werden wir uns hier mal anschauen, wie wir mit dem DarkSword Kernel Exploit ein Jailbreak durchführen werden. Wenn euch solche Themen zur IT-Security oder zur Mobile Forensic interessieren, ja, da würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Daumen nach oben da lasst und die Glocke drücken nicht vergessen, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich neue spannende Videos zur IT-Security für euch hochlade. Ja, mich freut es, wenn es auch euch gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, euer Reik.